Das ist ja alles noch ganz frisch. Der Unfall, die Geschichte mit der zweiten Niere. Sie wird sich schon bald an die neue Situation gewöhnen. Jetzt lächel doch mal wieder. Oh. Entschuldigt, dass ich eure traute Zweisamkeit störe. Guten Morgen. Carla, ich müsste dringend mit dir sprechen. Ja, setz dich doch. Ich habe keine Geheimnisse, Frau Berndt. Carlas Tag wird anstrengend genug. Jetzt gönnen Sie ihr doch wenigstens ein ruhiges Frühstück. Oh, das tue ich gern. Wenn Sie uns dann bitte allein lassen würden? Hat das nicht Zeit bis später? Ist schon gut. Ich muss sowieso ins Büro. Es geht doch nichts über pflichtbewusste Mitarbeiter. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann ruf mich an, ja? Hast du so viel zu tun? Ja. Und außerdem muss ich gleich zum Zoll. Die neue Lieferung aus Singapur ist eingetroffen. Ach, mit der Truhe für Frau von Anstetten? Ja? Wenn du möchtest, könnte ich das für dich übernehmen. Und auch den Termin mit Frau von Anstetten wahrnehmen. Ja? Gern. Danke. Kein Problem, ich habe sowieso noch was mit ihr zu klären. Ja, was wolltest du nun so dringend mit mir besprechen? Ach, ich werde dich doch jetzt nicht noch mit irgendwelchen Details langweilen. Die meiste Zeit lässt Hannah sich nichts anmerken. Aber ich spüre genau, wie verzweifelt sie ist. Die Dialyse ist nur eine Übergangslösung. Nach der Transplantation kann sie ein fast normales Leben führen. Ja, und bis dahin? Du hast doch selbst gesagt, die Wartezeit kann mindestens 6 Jahre dauern. Das steht Hannah nicht durch. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, irgendwie schneller an eine Spenderniere zu kommen? Du machst dir sicher noch Sorgen wegen deiner Bekannten. Ja. Sie ist meine beste Freundin. Wenn sie etwas Geld hätte. Man hört ja immer von verschiedenen Möglichkeiten, auf nicht ganz offiziellem Weg an ein Organ zu kommen. Du willst eine Niere kaufen? Das meinst du nicht im Ernst? Hey, das war nur ein Vorschlag. Naja, der Zoll wartet. Ciao. Hey. Bitteschön. Oh Gott, das ist aber lieb. Oh, willst du nicht mitfrühstücken? Nein, ich muss Caroline abholen von Arno und Elisabeth. Aber du kommst trotzdem genau im richtigen Augenblick. Guten Appetit. Danke. Okay. In diesem Sinne. Alles Vitaminbomben, damit du bald wieder fit bist. Sieht alles sehr lecker aus. Jetzt aber sag bloß nicht, dass du keinen Hunger hast. Der kommt beim Essen. zu viel Phosphor, zu viel Salz, zu viel Kalium. Du darfst das alles nicht essen? Dialyse-Diät. Aber darauf freue ich mich. Na, immerhin. Beim nächsten Frühstück weiß ich Bescheid. Ich bin so froh, dass ich euch habe. Dich und Isabel. Und Carla. Ja, Ohne sie wüsste ich nicht, was ich machen sollte. ja, es ist schön, dass sie dich so unterstützt. Wie geht's dir heute? Schon viel, viel besser. Lars hat sich um mich gekümmert. Ganz lieb. Und? Was gibt's Neues aus der großen, weiten Welt? Nicht viel. Ich habe nachgedacht. Ich hoffe über unseren Urlaub. Am Meer. Indirekt. Ja, ja, ich weiß. Camping fällt aus. Mit einer Transplantation wäre das einfacher. Es gibt halt nun mal keinen geeigneten Spender in meinem Bekanntenkreis. Ich weiß. Ich will ja auch nicht 6 Jahre warten, bis ich wieder Urlaub machen kann. Aber davon rede ich ja. Es gibt Länder, da existiert keine Warteliste für Organspenden. Was meinst du damit? Ich könnte dir eine Niere im Ausland besorgen. Frau Flanschein? Was gibt's denn?
Ich bräuchte noch ein paar Daten zu dem Kongresszentrum für Brandnerbau. Ich dachte, Sie hätten schon alle Informationen. Dazu müssten Sie mir erstmal alle vollständig vorliegen. Das ist altchinesisch. Sehr, sehr selten. Wo haben Sie denn dieses Prachtstück aufgetrieben? Das müssen Sie mal meine Schwester fragen. Carla, klar, hätte ich mir denken können. Haben Sie denn schon das Geheimfach gefunden? Geheimfach? Ach, diese Stücke, die verfügen fast alle über einen verborgenen Mechanismus. Ja, die Chinesen, die waren schon immer ein listiges Völkchen. Moment! Ja, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für solche Kindereien. Hier, kümmern Sie sich mal um Ihre Arbeit, ja? Ja. Natürlich. Hab ich's mir doch gedacht. Organhandel ist nicht nur widerlich, sondern auch illegal. Das ist dir hoffentlich klar. Stell dir doch mal vor, du könntest wieder essen und trinken, was du möchtest, Sport treiben. Wir könnten verreisen. Du hättest einfach dein altes Leben wieder. Du bist verrückt. Das geht auf Kosten einer anderen Person. Das könnte ich nie mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber du zwingst doch niemanden zu etwas. Was ist der Unterschied, wenn dir jemand seine Niere freiwillig verkauft oder sie dir aus Freundschaft überlässt? Du spinnst. Ich würde die Notlage eines Menschen ausnutzen. Hanna, ich liebe dich. Und ich würde alles dafür tun, dass du wieder glücklich bist. Mir sind im Moment andere Menschen einfach egal. So kenne ich dich ja gar nicht. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach, ob du das Leben an dieser Maschine noch 6 Jahre erträgst. Hanna, du hättest dein altes Leben wieder. Ich mach das nicht. Aber warum denn nicht? Du musst einfach nur Ja sagen und um den Rest kümmere ich mich. Du glaubst wirklich, mit Geld könne man alles regeln? Ich will dich doch einfach nur wieder glücklich sehen. Und wenn ich dafür eine Niere kaufen muss, dann mache ich das eben. Carla, warum verkauft wohl jemand im Ausland seine Organe? Willst du dich wirklich am Elend anderer Leute bereichern? Nein, natürlich nicht. Du bist mir wichtiger. Ich liebe dich. Dann hör jetzt auf damit. Es kommt nicht in Frage und Schluss. Sei doch nicht so stur. Scheiße, lass mich allein, mir geht's nicht gut. Eine illegale Organspende? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Soll Hanna die nächsten Jahre an dieser Maschine hängen? Das kann ich nicht mit ansehen. Ach, und dafür nimmst du das Leid anderer Menschen in Kauf, oder was? Die verkaufen ihre Niere doch freiwillig. Freiwillig. Also, diese Menschen leben in einer Armut, die wir uns nicht mal vorstellen können. Wirklich, Carla. Das ist nicht nur strafbar, das ist auch mit nichts auf der Welt zu rechtfertigen. Und so hilfst du Hanna auch nicht. Sie will ja eh nichts davon hören. Und dafür habe ich auch großen Respekt. Menschen in ihrer Situation greifen gern nach jedem Strohhalm. Aber irgendwas muss man doch tun können. Vielleicht haben wir ja einen potenziellen Spender übersehen. Jeder, der in Frage kommt, wurde bereits gecheckt. Sogar Hannas Schwester. Hallo. Ist Hanna noch oben? Ja, aber versuch's lieber später. Sie ruht sich gerade aus. Wie kommt Hanna eigentlich mit der neuen Situation klar? Sie sagt ja nicht, wie sie sich fühlt. Ja, sie ist echt tapfer. Wenn ich wenigstens mit ihrem Arzt reden könnte. Aber der darf mir keine Auskunft geben. Könntest du nicht mal mit ihm sprechen? Als Kollege. Ich versuch's. Dann sieht es also möglicherweise gar nicht so schlecht aus. Sagen Sie Frau Nowak bitte nichts. Selbstverständlich. Und haben Sie vielen Dank, Herr Professor. Keine Ursache. Was sollst du Hanna nicht sagen? Carla, Lauschen ist nicht die feinste Angewohnheit. Und wenn schon. Es geht hier um Hanna. Also was ist los? Du hast das selbst gehört, ich soll's für mich behalten. Hanna ist meine Freundin. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann will ich das wissen. Es ist aber noch nicht spruchreif. Jetzt spann mich nicht weiter auf die Folter. Was ist los? Ist es was Schlimmes? Nein.
Also in der Beziehung kann ich dich wirklich beruhigen. Gibt es dann vielleicht doch einen passenden Spender? Carla, bitte bring mich nicht in Verlegenheit. Also ist es wahr. Jein. Aber mach dir nicht zu große Hoffnung. Was soll das heißen? Also gut. Du gibst dir sonst sowieso keine Ruhe. Wir haben möglicherweise einen passenden Spender gefunden. Das ist ja fantastisch. Jetzt hör erst mal bis zum Ende zu. Die betreffende Person zögert mit der Zustimmung. Aber trotzdem, das sind doch tolle Nachrichten. Zum letzten Mal. Ich weiß nicht, wer der Spender ist. Dann sprich noch mal mit Dr. Meilmann. Der Betreffende möchte anonym bleiben. Das müssen wir respektieren. Also gut. Von unseren Bekannten ist es sicher niemand. Die kamen alle nicht in Frage. Aber wer ist es denn dann? Jetzt lass doch bitte das Spekulieren. Aber wieso? Findest du das alles auch nicht äußerst merkwürdig? Warum lässt jemand die ganzen Bluttests über sich ergehen und gibt dann doch nicht seine Zustimmung? Weil es ein ziemlicher Schritt ist, die eigene Niere zu spenden. Und auch nicht ganz ohne Risiko. Ja, das ist ja alles nachvollziehbar. Aber gerade da müssen wir ihn finden und ihm klar machen, wie sehr er Hannah helfen kann. Das kannst du nicht machen. Wieso nicht? Weil er seine Entscheidung freiwillig und unbeeinflusst treffen muss. Ich will doch nur einen Anstoß geben. Also ich bin wirklich froh, dass du den Namen nicht kennst. Den kriege ich schon noch raus. Rechne dabei nicht mit meiner Hilfe. Ich bin strikt dagegen. Und außerdem fällt das unter ärztliche Schweigepflicht. Danke. Es gibt ja doch noch Kavaliere. Nicht jeder Mann von Adel ist wie Ansgar. Oh, sprechen Sie doch bitte nicht von dem. Leider ist man ja auf solche Leute angewiesen. Leider. Aber dafür ist er uns ganz nützlich, oder? Wenn der wüsste, dass ein großartiges Bauprojekt nur zur Geldwäsche dient. Das behalten wir mal lieber für uns. Kleine Geheimnisse verbinden. Ja. Zurzeit gibt's nur leider Probleme. So. Mit unserer Zusammenarbeit könnte es bald vorbei sein, was ich sehr schade fände. Ach, da lässt sich doch sicher was machen. Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, was soll ich tun? Ich bräuchte vorübergehend etwas Bargeld. Können Sie das nicht unauffällig aus dem Bauprojekt abziehen? Natürlich, ich verwalte doch nicht nur die Portokasse. Wie viel brauchen wir denn? So 2 Millionen. Nur für kurze Zeit. Sie kriegen es bald wieder. Also ich fürchte, eine derartige Transaktion, die ist mit den Prinzipien der Buchführung nicht vereinbar. Sie Feiglinge haben doch nur Angst, sich mit Ansgar anzulegen. Hallo. Es gibt einen Spender? Ja, aber er hat noch nicht eingewilligt. Aber wie gesagt, es ist alles streng vertraulich. Ach, ich kann meinen Mund halten. Willst du denn Hannah einweihen? Leonhard hält es für keine so gute Idee. Aber ich finde, Hannah braucht jetzt dringend eine Nachricht, die sie aufbaut. Na, ich fürchte, Leonhard hat recht. Willst du nicht lieber warten, bis es wirklich sicher ist? Ich meine, sonst machst du ihr noch falsche Hoffnungen. Ich sorge schon dafür, dass dieser Mensch Hannah hilft. Wer ist das denn? Hast du eine Ahnung? Wahrscheinlich kennen wir ihn nicht. Die Bluttests in unserem Bekanntenkreis waren ja alle negativ. Ein Unbekannter, der sich anonym testen lässt für Hannah? Das glaube ich nicht. Wie, du meinst, wir kennen die? Das ist wahrscheinlicher, Ja, aber das hieße ja... dass jemand lügt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Welcher von unseren Freunden würde Hannah hängen lassen, wenn er sie retten kann? Ich bin gleich bei euch, ja? Ja. Vielleicht will dieser Unbekannte nur Zeit gewinnen, um in Ruhe nachzudenken. Ich kriege raus, wer das ist. Und dann mache ich richtig Druck. Wenn in den nächsten 2 Tagen nichts passiert ist, dann helfe ich dir beim Suchen, okay? Aber bis dahin bitte ich dich, tu nichts. Und sag vor allem Hannah nichts davon. Abgemacht? Ab sofort reiße ich mich zusammen. Ich habe mir Literatur besorgt. Die Krise meistern. Dialyse im Alltag. Klingt toll, oder? Die brauchst du jetzt nicht mehr lange. Wieso? Wieso brauche ich den nicht mehr lange? Carla, gibt es etwas Neues? Gibt es einen Spender? Nein, leider nicht. $97 zu 58. Niedriger als gestern. Komm, das liegt bestimmt am Wetter.
Mein Blutdruck ist doch heute auch total im Keller. Aber schlecht wird er nach der Dialyse nicht mehr. Naja, ich habe mich schon dran gewöhnt, dass die Übelkeit mich ständig überfällt. Wir sind sozusagen richtig gute Freunde schon. Und wir werden es auch ein Leben lang bleiben. Unsinn, Hanna. Es wird sich bestimmt bald ein passender Spender finden. Oder auch nicht. Hoffentlich meldet sich der mögliche Spender bald. Hanna leidet von Tag zu Tag mehr.